Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ingas Color Art. Ich wollte euch einmal in den Genuss kommen lassen, zu hören, welche Geräusche man mit der Leinwand und den Utensilien machen kann. Und so habe ich zunächst meine quadratische Leinwand einmal ein bisschen mit Wasser vorgenässt. Dann habe ich zu einem weichen Kohlestift gegriffen und einfach ohne großartig darüber nachzudenken, Linien auf die Leinwand gekritzelt, Goldpulver aufgetragen und das Ganze dann ein bisschen auf der Leinwand hin und her geschwenkt. Die Farbe, die ich hinzugegeben habe, das ist das Preußisch Blau Phthalo von Amsterdam Acrylics. Und dort war nur noch ein bisschen in der Flasche vorhanden, sodass ich das etwas mit Wasser aufgefüllt habe, gut gerührt, geschüttelt, gemischt habe. Und dann kam mir die Idee, dass ich einfach die flüssige Farbe auf die Leinwand gebe. Und wie ihr seht, vermischt die sich mit dem wasserlöslichen Goldpulver ganz hervorragend. Und ich lasse es heute einfach fließen. Ich lasse meine Gedanken fließen. Ich mache mit dem Pinsel leichte Wellen. Und dann habe ich das Bedürfnis, einfach mit meinen Fingern auf der Leinwand hin und her zu fahren. Und wie ich es vor ein paar Wochen in einem Video gemacht habe, einfach erleben und fühlen und Muster in die Leinwand machen. Für die Abwechslung habe ich mir dann noch ein Weiß auf die Leinwand gegeben. Das habe ich allerdings von der Firma Golden. Das sind die Fluid Acrylics, die schon grundsätzlich flüssiger aus der kleinen Flasche kommen, aber sie sind auch hochpigmentiert. Das Schöne war, weil es alles so flüssig war, dass mir auch so viele Ideen und Gedanken gekommen sind, die ich dann einfach in die Tat umgesetzt habe. Das ist jetzt alles sehr flüssig und deswegen weiß ich, dass vermutungsweise nicht alle Muster Bestand haben werden. Das liegt dann einfach an dem Trocknungsprozess und den unterschiedlichen Farben. Das heißt, hier macht uns die Chemie einen leichten Strich durch die Rechnung. Und es ist natürlich so, dass Flüssigkeiten auch ein gewisses Gewicht mit sich bringen. Und man kann es jetzt zum Beispiel schon ganz gut sehen, da wird sich die Flüssigkeit an bestimmten Punkten ansammeln und das kann man in dem Sinne gar nicht verhindern. Selbst wenn man die Leinwand an den Stellen unterstützt hätte, würde man es nie so hinbekommen, dass die Leinwand wie ein flaches Brett liegt und alles so auftrocknen kann, wie man es zwischendurch gesehen hat. Deswegen war ich sehr auf den Trocknungsprozess und das Aussehen der Leinwand gespannt.
Die Leinwand habe ich dann komplett eine Nacht lang trocknen lassen. Hier sieht man sehr schön das Ergebnis. Es haben sich die Farben ein bisschen gefunden, sind zusammengeflossen. Auch das Gold hat den Weg zum Preußischblau gefunden. Und nachdem ich mir das so ein bisschen angeguckt hatte, habe ich mir gedacht, dass ich jetzt erstmal mit einem Acrylstift Linien auf meine Leinwand als eine zweite Ebene zeichne und danach gucke, was mir noch so einfällt. Zum einen habe ich zu einem weißen Acrylmarker gegriffen, weil das Bild stellenweise recht dunkel geworden ist. Und das andere, weshalb ich überhaupt zu einem Stift gegriffen habe, ist, dass wieder eine Verbundenheit auf der Leinwand entstehen sollte, weil sich die Flüssigkeiten an größeren Punkten zum Trocknen getroffen haben und momentan kein Zusammenhalt auf dem Bild entsteht. Und den versuche ich jetzt mit Hilfe der Linien wiederherzustellen. Nachdem ich mit meinen Linien sehr zufrieden war, habe ich mir überlegt, eine wirklich sehr wässrige Farbe aufzutragen, und ich habe mir aus 2 Grüntönen dieses Grün angemischt, was mich irgendwie an Irland erinnert. Vielleicht auch wegen des Goldes, was sich bereits auf der Leinwand befindet. Und dann habe ich das einfach fließen lassen, nachdem ich noch weiteres Wasser hinzugegeben habe. Auch wenn die Farben hochpigmentiert sind, habe ich doch erheblich viel Wasser dazugegeben, und nach dem Trocknen ist davon kaum mehr was zu sehen, und trotzdem kann man die grüne Farbe tatsächlich bis zum Schluss wahrnehmen. Für den Kontrast auf diesem Bild habe ich jetzt das Magenta gewählt und es mir auch als Lasur angerührt. Nur das Magenta ist ein ganz anderer Farbtypus als das Grün, und deshalb erhoffe ich mir, dass von diesem Farbton einfach hinterher mehr zu sehen sein wird. Ich habe mir auch mehr angerührt, und ich werde es auch versuchen, relativ flächendeckend, auch wenn es transluzent sein wird, auf die Leinwand zu geben und zu verteilen. Das mache ich jetzt mit einem Holzstäbchen, weil ich damit die wässrige Flüssigkeit relativ weit ziehen kann. Die beiden Farben einfach über die Leinwand fließen zu lassen, das habe ich richtig geliebt. Man konnte so sehen, wie das Weiß so in das Magenta ging, ein bisschen Pink
erzeugt hat. Und dann entstanden diese wunderbaren Farbspuren. Das fand ich richtig toll. Dann kam mir die Idee, noch ein paar Highlights zu setzen. Und hier habe ich nochmal zu einer Farbe von Golden gegriffen. Und zwar ist das eine Reflexfarbe und das sind wirklich die High Flow Acrylics. Und deshalb fließt die Farbe dort, wo es noch feucht ist auf der Leinwand, in einem Kreis auseinander. Und das fand ich so schön, dass ich das so habe trocknen lassen. Natürlich ist mein Bild an dieser Stelle noch nicht vollendet und ich hatte mir überlegt, jetzt das Gold wieder aufzugreifen, allerdings nicht in Form des wasserlöslichen Goldpulvers, sondern in Form von Blattgold. Und ich hatte mit dem Acrylmarker vorhin immer wieder ein paar Flächen aufgezeichnet, auch wenn die einfach nur abstrakt sind. Und die haben jetzt dafür gedient, dass ich dort Anlegemilch aufgetragen habe und nach einer gewissen Trocknungszeit kann man dann das Blattgold nehmen und auftragen. Also das dauert gar nicht so lange, so ungefähr 20 Minuten. Dann kann man tatsächlich schon das Blattgold auflegen. Es ist tatsächlich wichtig, das Blattgold gut anzudrücken und je nach Hersteller kann man es wie ich vorhin mit der flachen Hand gut andrücken, ohne dass es reißt. Manchmal liegt aber auch so ein kleiner Pinsel dabei, mit dem man dann das Blattgold nochmal richtig fest mit der Anlegemilch verbinden kann. Allein dafür muss man einfach mal mit Blattgold gearbeitet haben. Dieses Geräusch, das was übrig bleibt und diese feinen Blattgoldflocken, die ich tatsächlich absammle, um sie für ein anderes Projekt weiter zu verwenden. Es ist einfach so schön, dass ich euch jetzt in Ruhe das Geräusch genießen lasse.
Jetzt hatte ich das gleiche Phänomen wie nach dem ersten Trocknungsprozess. Ich hatte die Blattgoldflocken auf dem Bild, aber sie hatten keine Verbindung zu dem Bild. Und dann habe ich sie wieder eingebunden, indem ich nochmal zu dem Acrylmarker gegriffen habe und mir dann einige Strecken, die ich ja schon mit dem Marker gemacht hatte, wieder rausgepickt habe und einfach diese Linien nochmal nachgefahren bin. Nicht alle. Ich wollte tatsächlich, dass einige einfach im Hintergrund bleiben, aber ich wollte in jedem Fall, dass diese Blattgoldflocken in das Bild integriert werden. Das fertige Bild erinnert nicht unbedingt an abstrakte Acrylmalerei, sondern eher an Aquarellmalerei oder auch Seidenmalerei. Aber ich finde, der aufwendige Prozess hat sich unheimlich gelohnt und ich könnte mir auch vorstellen, nochmal so etwas Ähnliches in dieser Form zu machen. Und ich bin tatsächlich begeistert, wie das Bild hinterher herausgekommen ist und was für eine Wirkung dieses Gold im Hintergrund und das Blattgold im Vordergrund im Zusammenspiel mit den Linien hat. Ich danke dir sehr herzlich fürs Zusehen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du mir ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend und eine wunderbare neue Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal.